Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Teachspiel Motor Racing Kanal. Heute, wie ihr sehen könnt, sind wir auf der EICMA und es gibt hier ein spezielles Video zur neuen Ducati Panigale V4 2025, beziehungsweise die ersten wurden ja schon ausgeliefert, also so späte 24 eigentlich, ja, das 2025er Modell. Wir haben hier die Racing-Variante stehen, die S-Variante und die normale. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro und dann zeige ich euch einfach mal komplett 360 Grad das Bike und ja, einfach alle Details, auch hier die Aufpuffanlage, die neben mir steht. Aber wie gesagt, das sehen wir jetzt gleich nach dem Intro. Also fangen wir mal bei der Racing-Variante an. Ich denke, das interessiert auch die meisten. Ja, schaut euch erstmal an. Den Überblick erstmal hier vom Bike seitlich. Dann, was ja die einen oder anderen schon wissen, hier die neuen Sättel von Brembo sind auf jeden Fall drauf. Wir haben auch schon gesehen, neue Gabelbrücke und alles drum und dran. Das zeigen wir euch aber gleich hier im Detail bei den anderen zwei. Jetzt gehen wir einfach mal hier um die Racing-Variante so mal ein bisschen 360 Grad rum. Da sehen wir natürlich auch Trockenkupplung, die neue Auspuffanlage und eigentlich ja so, was die meisten überrascht hat, beziehungsweise die meisten wussten es auch schon, Zweiarmschwinge hier bei der neuen Ducati. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wir kommen aber hier gleich nochmal im Detail näher ran. Ja, jetzt gehen wir hier einfach mal um die Racing-Variante mal ganz kurz rum, damit ihr die mal gesehen habt. Auch der Tank, wie wir sehen können, ist schon ein bisschen anders. Wenn man da vorne die MotoGP-Maschine mal anschaut, ich blende mal das Video kurz ein, dann seht ihr, dass der Tank schon sehr, sehr ähnlich ausschaut wie hier bei der normalen Panigale V4 jetzt. Deswegen, ja, kann auf jeden Fall sein, dass der da bei der Entwicklung auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat, der MotoGP-Tank. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. So, jetzt schauen wir uns gleich nochmal die neue Front an. Schaut euch die Augen und die Winglets an. So, das war die Racing-Variante. Jetzt gehen wir aber hier zu den zwei, weil da können wir es uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. So, jetzt haben wir sie hier mal ein bisschen vor uns, die Ducati. Also wie ihr sehen könnt, hier die Zweiarmschwinge. Also keine Einarmschwinge mehr. 2,7 Kilo dafür leichter, aber wie ihr sehen könnt, total filigran. Also hier passt locker zweimal meine Faust rein. Was ist noch anders? Die Fußrastenanlage wurde ein bisschen nach innen verlegt. Das kann man auch hier ganz gut, glaube ich, erkennen. Schauen wir mal ganz kurz hier auf die andere Seite. Schauen wir uns hier nochmal die Schwinge an. Hier diese Strebe, die Halterung, die müsste auch ein bisschen anders sein. Im Gegensatz zur alten Panigale. Schauen wir mal, ob wir irgendwie die Umlenkung ein bisschen draufkriegen. Ich mache mal hier kurz mal den Seitenständer weg. Da kann man ganz schwer erkennen. Aber die ist auf jeden Fall auch anders geworden. Hier unten sieht man es ein bisschen. Ja, schwierig drauf zu kriegen. Ist alles sehr verdeckt. Ja, was ist auf jeden Fall noch neu? Wie wir vorher auch hier oben schon gesehen haben, bei der einen Racing-Variante, der Tank, kein Problem. So, jetzt wurden wir hier kurz gestört. Also der Tank ist auf jeden Fall anders, wie ihr sehen könnt. Erinnert mich ein bisschen so an den 1199, 1299 Tank, aber trotzdem anders. Also auf jeden Fall auch länger. Also wie man sehen kann hier, der Tank geht hier lang und der Knieschluss ist auch wirklich geiler geworden im Gegensatz zur alten. Dann Gabelbrücke, wie wir hier sehen können, ist auch neu. Und hier haben wir natürlich auch das neue Display. Ich lasse jetzt einfach mal hier dieses Demo-Video ein bisschen durchlaufen. Dann können wir uns das mal ein bisschen zusammen hier anschauen. Hier wird einmal hochgeschaltet, 4., 5. Gang. Da kann man sehen, auf wie viel Prozent Gas man ist. Hier der Lean-Engel. Ist auch auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das geht auch live, so wie ich das jetzt hier sehe. Sprich, ihr könnt auf der Rennstrecke dann theoretisch in Schräglage hier auf das Display schauen, wie viel Grad ihr habt. Dann haben wir hier noch die G-Anzeige. Auch auf jeden Fall cool. Ja, sind kleine Spielereien, die wahrscheinlich der ein oder andere von euch auf jeden Fall mag. Können wir hier ganz normal auswählen. Traktionskontrolle, Slide Control, Wheelie Control, Engine Brake, ABS. Ja, auf jeden Fall das neue Display verspricht auf jeden Fall viel zum Spielen. Das alte war ja schon relativ kompliziert, wenn man nicht wusste, wie es geht. Mal schauen, wie das neue wird. Hier können wir jetzt natürlich nichts umstellen, aber das neue sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Auch hier, wie das mit der Panigale so aufleuchtet. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Display hier gefällt. Also hier haben wir auf jeden Fall die ganz normale Variante. Da drüben steht noch die S, da gehen wir auch gleich drüber. Ja, Schwingen habt ihr gesehen. Dann schauen wir uns jetzt noch mal ganz kurz die Front an. Also hier haben wir die neuen Winglets. Die sehen wir hier von der Seite ein bisschen besser. Die ähneln den alten natürlich schon sehr, aber sind auch trotzdem wieder irgendwie anders. Gerade mit der kompletten Front, die ja anders geworden ist. Das wirkt auch wieder ein bisschen wie 1199, 1299, also hier von den Scheinwerfern her.
Jetzt gerade hier auf dem Video, wie ich es mir so anschaue, ja, habe ich so leichte Flashbacks. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das ein bisschen ähnlich vorkommt. Hier mal auf jeden Fall von der Seite der Winglet. So. Schauen wir mal von der anderen Seite, da kommen wir gerade ein bisschen besser gerade dran. Können wir uns hier nochmal die neuen Brembo-Sättel anschauen. Die hier auch bei der Panigale V4 jetzt montiert sind. Ja, sonst natürlich auch komplette Seitenverkleidung neu. Ja, wirklich schade, dass es keine Einarmschwinge mehr ist. Aber dafür hat sie 0,5 PS mehr und ist eben die Schwinge alleine schon 2,7 Kilo leichter. Ja, jetzt haben wir hier nochmal ganz kurz die S-Variante. Im Prinzip einfach nur andere Felgen drin. Können wir hier ganz kurz nochmal die Felgen zeigen. Also, das sind die Standardfelgen. Und hier haben wir von der S die Felgen. Die sind wahrscheinlich auch wieder einfach ein Stück leichter. Dann hier Öl ins Fahrwerk vorne. Öl ins Fahrwerk hinten und Öl ins Fahrwerk auch vorne mit dem elektronischen Lenkungsdämpfer hier auch. Aber wie bei der S bekannt, ist einfach ein ganz normales elektronisches Fahrwerk. Da gibt es wahrscheinlich einiges noch zu verbessern. Wir haben leider noch keine da gehabt, aber werden in Zukunft bestimmt eine bekommen. Und dann schauen wir uns mal an, was das Fahrwerk hier wieder kann. Serienmäßig normalerweise bei der S, ja, nicht so geil für die Rennstrecke. Also für den Hobbyfahrer geht's, aber man kann es auf jeden Fall noch sehr, sehr gut optimieren. Ja, deswegen, das wird hier bei dem Fahrwerk bestimmt auch der Fall sein. Was auch noch interessant ist, hier haben wir mal den Lufteinlass von der V4. Also der ist hier unten. Schauen wir mal, ob wir das gut draufkriegen. Ah, da hinten sieht man sogar leicht den Luftfilter. Sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall der Lufteinlass von der neuen V4. Sieht natürlich sehr, sehr stark aus und ist halt brutal integriert ins Bike bzw. ins komplette Design. Also ist sehr, sehr unauffällig da unten. Dann zeige ich euch noch ganz kurz das Heck. Das kriegen wir jetzt hier auch noch mal ganz kurz drauf. Ist natürlich auch ein bisschen anders geworden. Auch das Licht hier hinten. Finde ich aber ehrlich gesagt sehr cool. Also es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hier auch noch die Sitzbank. Schauen wir uns noch ganz kurz hier die Auspuffanlage an und ich hoffe, ich habe dann alles gezeigt. Ja, also die ganze Kiste hier hat Euro 5 Plus, das ist auf jeden Fall schon mal krass. Und hat dafür aber 0,5 PS mehr als die alte Maschine. Also ja, mit Euro 5 Plus sogar ein bisschen mehr Leistung. Gut, die 0,5 PS, weiß nicht, ob sie jetzt rausreißen, aber trotzdem erstaunlich eigentlich, dass man das immer noch hinkriegt, auch mit Euro 5 Plus. Und ja, ihr seht ja hier schon, hier ist alles gecovert, hier ist gecovert, hier vorne ist gecovert. Also das ist sehr, sehr viel Lautstärken-Eindämmung, was natürlich auch für die Rennstrecke dann wieder so ist, dass die Hitze darunter sich wieder staut. Deswegen schauen wir mal, ob diese Panigale hier auch noch das Hitzeproblem hat, wie die alte. Ah, hier kann man auch noch mal ganz kurz sehen, das sehe ich jetzt erst. Hier diese Lufteinlässe hier bei der Airbox. Oder diese Luftauslässe eher. Es kann natürlich auch sein, dass die sich hierbei was gedacht haben. Schauen wir mal, ob wir es von der anderen Seite noch mal ganz kurz drauf kriegen. Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, was einigermaßen neu ist. Hier kann man auch noch mal das Cover sehen. Das könnt ihr, wenn ihr auf der Rennstrecke fahrt, natürlich dann wegbauen. Ja, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall noch die Auspuffanlage von der neuen. Und sonst hoffe ich auf jeden Fall, dass ich nichts vergessen habe und ihr habt alles gesehen, was ihr sehen wolltet. Schauen wir noch mal ganz kurz hier zur Front, dass ihr die noch mal drauf kriegt, vielleicht von ein bisschen weiter weg. So, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz näher hin, damit ihr sehen könnt. Ja, ist auch ein kleines Detail, was mir gerade erst aufgefallen ist, hier diese Italien-Flagge. Sehr cool auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Auspuffanlage an von der neuen. Die steht hier vorne. So, hier ist die Auspuffanlage von Akrapovic. Ich muss sagen, ich fand die alte tatsächlich einen Ticken besser, weil die neue, die hängt irgendwie so oben am Heck. Ich weiß nicht warum. Wir können es noch mal ganz kurz hier anschauen. Ich finde, die ist irgendwie so am Heck oben angeklebt. Ich weiß nicht, könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben hierzu, ob ihr sagt, ja, stimmt, hast recht, oder ob ihr sagt, nee, ist genau richtig so. Also, ich weiß nicht, der eine oder andere mag es. Ich finde es ein bisschen zu nah oben dran. Aber ja, jetzt haben wir auf jeden Fall von den Zweizylindern hier hinten einen Ausgang. Warte mal, das kann man von der anderen Seite ein bisschen besser sehen. Genau, also vom hinteren Zylinder kommt hier im Prinzip das eine Rohr hier entlang und geht hier raus. Und dann haben wir eben noch vom vorderen Krümmer hier das Rohr entlang
nach oben und dann haben wir hier den Ausgang. Ist aber auch nochmal verbunden, soweit ich das hier richtig gesehen habe, genau hier hinten ist nochmal so ein ganz kleines Verbindungsstück drin. Ich weiß nicht, was hier, kann man es nochmal ganz gut erkennen. Genau, wo die zwei Auspuffanlagen mit so einem Interferenzrohr verbunden sind. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zum Bike sagt. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche es euch zu beantworten. Und ja, ich bin gespannt, ja, eure Meinung zu hören von hier der neuen Ducati Panigale V4 und V4S 2025.